Es ist mir eine Ehre und Freude, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Denn heute gibt es ein Wiedersehen der ganz besonderen Art. Vor uns erstrahlt die Unvernunft der Gefühle in neuem Glanz und Es ist ein derartig ergreifender Augenblick, dass es selbst einer ausgewiesenen Kunstkennerin die Sprache verschlägt. Ja, so wurde der wechselvollen Geschichte dieses außerordentlichen Gemäldes ein weiteres Kapitel zugefügt. Und nun bitte ich um Ihre Fragen. Wann wird das Bild allgemein der Öffentlichkeit zugänglich gemacht? Ja, und werden die anderen Gemälde der Waldensteigschen Sammlung folgen? Einfach unfassbar. Prinzessin Luise ist deine Katharina. Wieso hat sie das eigentlich nicht gesagt? Ein Doppelleben. Tuttelt Öl verschmiert mit dir im Hang herum und ist gleichzeitig die Prinzessin in Samt und Seide. Und noch dazu verlobt. Einfach unfassbar. Naja, jetzt weißt du wenigstens, dass es mit ihrer großen Liebe nicht so weit her sein kann, was? Moment mal. Hast du mich deswegen hierher geschickt? Wie? Weil du wusstest, dass Katharina diese Prinzessin ist. Woher soll ich das denn wissen? Weil die hier wohnt. Weil du sie ja jeden Tag gesehen hast und weil sie dir mit Sicherheit von mir erzählt hat. Das hat sie nicht. Ich lass dich doch jetzt nicht alleine. Ich komm mit. Du wirst gar nichts tun. Ich will allein sein. Mein Dank gilt dem Restauratorenteam, das unter der Leitung von Carla Gräfin von Lahnstein wirklich hervorragende Arbeit geleistet hat. Ohne ihre Hilfe wäre die Unvernunft der Gefühle nicht das, was wir hier und heute erleben dürfen. Danke. Justus, ich suche jemanden. Herrn Gregormann, haben Sie ihn vielleicht das Schloss verlassen sehen? Leider nicht. Prinzessin? Dabei ist die Unvernunft der Gefühle ja nur ein... Luise? Kommst du bitte, Konsul Meisenbach möchte gerne mit dir sprechen. Kannst du mich bei ihm entschuldigen? Was ist denn heute los mit dir? Du warst vorhin schon so unsicher. Ich muss etwas klären, was wirklich keinen Aufschub duldet. Was könnte wichtiger sein als deine Anwesenheit hier? Ich erkläre es dir später, aber ich muss jetzt wirklich gehen. Ja, nur ein Gemälde der Waldensteigschen Sammlung, die hier komplett restauriert werden soll, um sie dann der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Ja. Und jetzt, meine Damen und Herren, würde ich Sie gerne nach nebenan bitten zu einem kleinen Snack. She lives by disillusion's glow. We gon' where the wild blood flows. On our bodies we share the same score. Gregor, bitte mach die Tür auf. Ich hab das nie gewollt. Gib mir eine Chance, dir alles zu erklären.
Ein Liebesbrief von Katharina. Katharina ist tot. Was? Katharina hat sich nämlich in Luft aufgelöst. Aha. Verstehst du nicht, ne? Nee. Dann frag doch Prinzessin Luise von Waldenstein. Warum? Was hat die damit zu tun? Dass du die wieder kennst, war mal wieder klar. Was, Gregor, die kennt jeder. Die ist im Moment in jeder Zeitung. Und wenn du ihre Hoheit persönlich kennenlernen willst, die ist im Moment auch auf Schloss Königsbrunn. Ach. Katharina ist Luise von Weidendings hier? Ja klar, damals im Hangar. Ich hab dir doch gesagt, dass die mir bekannt vorkommt. Mein Bruder und eine echte Prinzessin. Katharina, ist klar, da hast du uns aber ganz schön verarscht. Ich euch. Sie, mich hat sie verarscht. Mich. Verstehst du, Katharina war die erste Frau seit langem, die ich geliebt habe, der ich vertraut habe. Und was tut sie? Und was tut sie? Sie verarscht mich. Was? Du hast es selber nicht gewusst? Aber warum hat sie dir denn nichts gesagt? Warum macht ihr das? Weiß ich nicht. Will ich aber ehrlich gesagt auch gar nicht mehr wissen. Und jetzt muss ich gleich los. Kannst du mich bitte allein lassen? Gregor, es tut mir leid, ich wollte Oh ja, das nicht. ich kann mir vorstellen, dass es für Durchlaucht bequemer gewesen wäre, mich noch ein paar Jahre an der Nase herumzuführen. Das glaube ich schon. Bitte, jetzt hör mir doch mal einen Augenblick lang zu. Prinzessin! Wie bescheuert klingt das denn? Nein, ich höre dir nicht zu. Du legst die Schlüssel auf den Tisch und machst die Tür von außen zu. Ich verstehe, dass du wütend bist. Und verletzt und enttäuscht, weil ich dich belogen habe. Entweder du erzählst mir jetzt mal was Neues oder du verschwindest. Ich verstehe auch, wenn du nicht mehr mit mir reden willst. Ich habe dich geliebt. Ich habe dir vertraut. Ich bin vor Sehnsucht fast umgekommen und vor Sorgen, die ich mir um dich gemacht habe. Hab wenigstens jetzt den Mumm, mir die Wahrheit zu sagen. Wieso? Du weißt alles. Sag mir, dass du die ganze Zeit nur mit mir gespielt hast. Das ist aber nicht wahr. Wie läuft denn das dann ab? Ist der Stallbursche nicht mehr gut genug? War ich da eine willkommene Alternative? Aber natürlich, wenn man hier so ungestört sein kann! Hör auf! Weißt du, was du mit mir gemacht hast? Du hast mich an einen Punkt gebracht, wo ich tatsächlich dachte, dass wir beide sowas wie eine gemeinsame Zukunft haben könnten. Ja, das habe ich auch geglaubt. Das ist doch Schwachsinn. Du hast mir das alles nur vorgespielt, damit du dein bescheuertes Spielzeug behalten konntest. Gut, ich hab dich belogen, aber ich hatte meine Gründe dafür. Die würde ich jetzt gerne mal hören. Sobald du gewusst hättest, wer ich wirklich bin. Wäre zwischen uns alles anders gewesen oder willst du mir allen Ernstes weismachen, wir hätten dann weiter am Helikopter gearbeitet? Nein, will ich nicht. Aber mir wäre einiges erspart geblieben. Ich liebe dich. Das war echt. Und das musst du spüren. Natürlich will ich mit dir glücklich sein. Aber ich trage auch eine hohe Verantwortung dem Fürstentum gegenüber. Ach, und in so einem Fürstentum ist es immer noch gang und gäbe, den Verlobten zu heiraten, den man nicht liebt, oder was? Ich darf nicht immer nur an mich denken. Und wen denn sonst? Wem schadet es, wenn wir beide zusammen sind? Wem?
Es gibt eine ganze Menge Menschen, denen das schaden würde. Und damit meine ich nicht meine Familie oder die Leute, die in unserem Unternehmen arbeiten. Es gibt sehr viele Menschen, die von unseren wohltätigen Stiftungen abhängig sind. Und meinem Vater würde es das Herz brechen, wenn sein Lebenswerk scheitern würde. Ach, und deswegen nimmt er in Kauf, eins zu brechen, oder wie? Verstehst du jetzt wenigstens, warum ich nicht ehrlich zu dir gewesen bin? Ich konnte einfach unter gar keinen Umständen riskieren, dass Eduard davon erfährt. Keine Sorge. Also von mir wird Eduard nichts mitbekommen. Weißt du, ich kann mir vorstellen, dass es nicht immer leicht für dich ist, aber was du mir da eben erzählt hast von irgendwelchen Unternehmen und Stiftungen, das interessiert mich alles nicht. Und ich glaube, es hat auch mit uns rein gar nichts zu tun. Eigentlich will ich nur eins von dir wissen. Haben wir beide eine Zukunft?